Hallo, mein Name ist Klaus Wagner, ich arbeite bei der Firma Hähnchen im Bereich Forschung und Innovation und ich zeige Ihnen heute, wie man einen Prüfzylinder der Reihe 320 mit dem Häko auslegt. Hierzu klicken wir auf Prüfzylinder und bekommen auf der linken Seite unser Konfigurationsmenü angezeigt und beginnen als erstes mit der hydraulischen Auslegung des Zylinders. Die hydraulische Auslegung erfolgt auf einem Hydraulikschaltplan, auf dem oben der Zylinder als Gleichlaufzylinder dargestellt ist, mit seinen Grundparametern wie zum Beispiel Hub und Kolben- und Stangendurchmesser. Im unteren Bereich dargestellt ist ein Regelventil, das von einer Druckversorgung gespeist wird. In allen umrandeten Feldern können Sie Werte eingeben. Zur Auslegung des Zylinders beginne ich nun oben mit der Auswahl der Zylindergröße in der Abmessungstabelle. In dieser Tabelle können Sie einen Zylinder aus Standardgrößen auswählen. Die Standardgröße wird anhand des Kolbenstangendurchmessers gewählt. Aktuell haben wir eine Kolbenstange von 63 mm vorausgewählt. Das ändere ich nun ab auf einen Durchmesser 50 mm. Den zugehörigen Kolbendurchmesser kann ich frei wählen, hier zwischen minimal 56 mm und maximal 80 mm in Millimeterschritten. Das mache ich im Schaltbild, indem ich auf das Feld Kolbendurchmesser fahre. Und ich ändere den Kolbendurchmesser auf beispielsweise 70 mm. Im Schaltbild beim Feld Kolbendurchmesser werden mir diese Grenzwerte auch im Tooltip angezeigt. Sie sehen, dass sich dadurch die Zylinderkraft automatisch aktualisiert auf 35,8 kN. Ebenso ist der Hub in Millimeterschritten wählbar. Ich ändere mal von 100 mm auf beispielsweise 129 mm, eben auf den Wert, der zu Ihren Anforderungen passt. 129 mm in unserem Beispiel bedeutet 129 minus 10 mm Sicherheitsdämpfung, jeweils rechts und links, und das ergibt einen Nutzhub von 109 mm. Diesen Nutzhub können Sie ungedämpft frei fahren. Weiter unten im Schaltbild sehen Sie den Betriebsdruck im Zylinder und den Systemdruck vor dem Regelventil, die über den Druckabfall im Ventil zusammenhängen. Im Moment sind diese beiden Werte noch gleich, weil der Zylinder auch noch keine Bewegung ausführt. Die Bewegung im Simulationsberechnungsprogramm wird als dynamische Sinusbewegung über Amplitude und Frequenz eingegeben. In so einer Sinusbewegung kann mit diesen Werten die maximale Geschwindigkeit und auch die maximale Beschleunigung errechnet werden. Bei einer Amplitude von 10 mm und einer Oszillation bei 2 Hertz rechnet das System eine Geschwindigkeit von 0,13 Meter pro Sekunde und eine Beschleunigung von 1,58 Meter pro Sekunde Quadrat aus. Diese Werte treten allerdings in einer Sinusbewegung nicht gleichzeitig auf und das System rechnet vereinfacht immer mit den maximal auftretenden Werten. Im Schaltbild sehen Sie, dass sich mit dieser Eingabe der Bewegung Werte geändert haben. So wurde der erforderliche Volumenstrom für diese Bewegung auf 14 Liter pro Minute berechnet. Das System schlägt Ihnen hierfür in einer vereinfachten Berechnung ein Stetigventil mit einem Nenndurchfluss von 20 Litern pro Minute vor. Damit ergibt sich aus der Volumenstromkennlinie des Ventils mit einem Nenndruckabfall von 70 bar ein berechneter Druckabfall von 35,3 bar bei dieser Maximalgeschwindigkeit. Diese Anwendung würde somit einen Systemdruck von 225 bar erfordern und es wird ein Speicher in der P-Leitung auf 170 bar vorgespannt empfohlen. Wenn nun an einem anderen Betriebspunkt eine höhere Geschwindigkeit gefahren werden soll, ändern sich alle diese Werte. Ich erhöhe beispielsweise die Amplitude auf 20 mm. Dafür ist ein erhöhter Volumenstrom von 28 Litern pro Minute erforderlich und das System schlägt ein Regelventil mit 40 Liter pro Minute vor. Natürlich wird im Echtbetrieb das Regelventil nicht für jeden Betriebspunkt gewechselt. Daher entscheide ich mich jetzt für dieses 40 Liter pro Minute Ventil und fixiere es für die weiteren Berechnungen durch den Haken. Wenn ich nun die Amplitude wieder zurückändere auf den ersten Betriebspunkt mit 10 mm, erfolgt die weitere Simulation des Systems mit diesem 40 Liter pro Minute Ventil und der Druckabfall wird entsprechend berechnet.
Hier im Schaltbild werden immer die aktuellen Kräfte angezeigt. Momentan ist das eine Kraft bei Betriebsdruck von 35,8 kN und eine Beschleunigungskraft von 0,01 kN. Warum ist die Beschleunigungskraft so niedrig? Ganz einfach, der Zylinder läuft gerade noch im Leerlauf, nur die Kolbenstange selbst wird beschleunigt. Wenn ich nun einen kleinen Elefanten mit 500 Kilogramm als bewegte Masse vorne anbaue und bewege, dann erhöht sich die erforderliche Beschleunigungskraft auf 0,8 kN. Wenn ich einen großen Elefanten anbaue mit 5000 Kilogramm, dann auf 7,9 kN. Sie sehen, das System zeigt Ihnen immer die aktuellen Werte an. Wenn ich nun zum Beispiel eine ganze Elefantenherde anbaue mit 50.000 Kilogramm, dann meldet sich das Programm oben mit einem roten Hinweis, dass das System so nicht funktioniert. Im vorliegenden Beispiel ist die Beschleunigungskraft höher als die Leistungsfähigkeit des gewählten Zylinders. Ich muss also entweder den Zylinder vergrößern oder die Masse reduzieren, was ich in diesem Fall mache, indem ich die bewegte Masse wieder auf einen einzigen Elefanten reduziere. Nachdem ich die Hydraulik jetzt ausgelegt habe, bestätige ich das mit dem grünen Haken und gehe weiter zur Auslegung der Ausstattung. Grundsätzlich ist die Leitgröße, wie vorher schon erwähnt, die Kolbenstange. Die Auswahl der richtigen Stangengröße ist vor allem von den auftretenden Querkräften abhängig. Je höher die Querkräfte sind, desto größer sollte der Stangendurchmesser sein. Hier sehen Sie für den konfigurierten Zylinder ein Querkraftdiagramm, das Ihnen die zulässigen Werte in ausgefahrener sowie eingefahrener Position und in Mittelstellung zeigt. Vorausgewählt ist ein Zylinder mit Führungssystem Servo-Bier mit hydrostatischem Lager. Ich kann hier das Dichtungs- und Führungssystem ändern, zum Beispiel in ein Servo-Float-System mit Ringspaltdichtung oder in ein Servo-Seal-System. Über den blauen i-Punkt kann ich hierzu technische Informationen erhalten. Nach der Auswahl eines anderen Systems erscheint auch ein angepasstes Querkraftdiagramm. Bei kurzen Hüben liegen die Querkraftvorteile vor allem beim hydrostatischen Lager. Je länger die Hübe, desto höher sind die Vorteile bei den Servo-Float- oder Servo-Seal-Systemen. Ich bestätige die Ausstattung mit dem grünen Haken. Auf den weiteren Themenmasken kann ich den Zylinder zur hydraulischen und mechanischen Peripherie konfigurieren. Zum Beispiel kann ich im Bereich Hydraulikanschluss eine Aufbauplatte auswählen, sowie Schwingungsspeicher für die Druck- und Rücklaufseite anbauen. Ich nehme 20 Bar für den Rücklauf und, wie in der hydraulischen Auslegung empfohlen, 170 Bar für die Druckseite. Diese Druckwerte können bei der Inbetriebnahme durch einfaches Ablassen des Stickstoffdruckes auf die Anforderungen angepasst werden. Ebenso kann ich zum Beispiel die Befestigung des Zylinderkörpers durch Anbau eines Rundflansches konfigurieren. Und ich kann den Zylinder mit entsprechender Sensorik versehen. Zum Beispiel kann ich ein Wegmesssystem einbauen. Hierzu wähle ich ein Schutzrohr, das ich ebenfalls zur Zylinderbefestigung verwenden kann, und konfiguriere dann mein Wegmesssystem. Ich nehme beispielsweise ein analoges Signal von 0 bis 10 Volt. Somit habe ich den Zylinder nun komplett ausgelegt und konfiguriert. Zusammengefasst sehen Sie das alles in den Datenblättern, auf denen die Einbaumaße dargestellt sind, und in der Konfigurationsübersicht mit allen ausgewählten Artikeln und technischen Daten. Vielen Dank, dass Sie sich für den Häko interessieren. Bei Fragen zur Auslegung oder Benutzung können Sie sich gerne jederzeit an unseren technischen Außendienst wenden.